So, wie sitzt die Kamera? Sitzt sie gut? Steht sie gut? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich stricke schon seit über 20 Jahren. Ich freue mich sehr, heute ein Video euch anbieten zu können, in dem ich euch 7 Gründe vorstellen möchte, warum es sinnvoll und gewinnbringend und vorteilhaft ist, seine Kleidung selbst herzustellen. Auf diesem Channel geht es eben hauptsächlich ums Stricken. Ich mache Tutorials, aber auch sogenannte Podcasts. Das heißt, ich zeige euch, was ich aktuell stricke, welche Projekte ich fertig habe und so weiter. Ich möchte mich aber noch aus anderen Perspektiven und Ansätzen mit dem Thema Stricken, Mode und Nachhaltigkeit und vielleicht noch anderen Themen auseinandersetzen und dadurch mein Spektrum etwas erweitern und hoffentlich auch euren Horizont dadurch erweitern. Deshalb habe ich heute 7 Gründe mitgebracht, warum ich euch ermutigen möchte, eure Kleidung selbst herzustellen, sei es durch Stricken, Nähen, Häkeln oder andere Handarbeiten, die euch vielleicht einfallen und ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt. Die Gründe, die ich heute nennen werde, beziehungsweise die Reihenfolge, in der ich die Gründe nennen werde, hat keine besondere Gewichtung und sie sind natürlich auch unvollständig, denn mein Wissen ist nicht exhaustiv, also gerne könnt ihr eure Kommentare, Ideen und Erfahrungen in den Kommentaren hinterlassen. Los geht's mit Grund Nummer 1. Individuelle Gestaltung. Selbstgemachte Kleidung ermöglicht es, einzigartige Designs zu erstellen, die genau zum persönlichen Stil passen. Man kann Farben, Muster, Materialien auswählen und dadurch individuelle und einzigartige Kleidungsstücke herstellen. Diese Individualität findet ihr nicht in der Massenproduktion. Ich glaube, das wäre ein Widerspruch in sich. Mit selbst hergestellter Kleidung kann man sich von der Masse abheben und Stricken sowie andere Handarbeiten sind auch ein tolles Ventil, um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen, sowie den eigenen Modegeschmack auszuleben. Es ermöglicht einem, seine komplette Garderobe selbst herzustellen und gesamte Outfits zu kreieren. Zum Beispiel kann ich ein ausgewähltes, selbstgemachtes Kleidungsstück mit vielen verschiedenen anderen, vielleicht auch selbstgemachten Kleidungsstücken kombinieren und dadurch immer wieder neu kombinieren und neue Outfits erhalten. Dadurch vermeide ich es im besten Fall, einzelne Kleidungsstücke im Kleiderschrank hängen zu haben, die ich niemals trage, weil ich das Gefühl habe, dass sie mit keinem anderen Kleidungsstück zusammenpassen und dass ich sie eben nicht so gut kombinieren kann. Denn mit der Zeit findet man einfach den roten Faden in seinem Kleidungsstil, man findet seinen Geschmack und wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, habe ich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Kleidungsstücke miteinander kombinieren kann und schön variieren kann. Das heißt, es wird auch nicht langweilig dann, wenn es darum geht, sich anzuziehen. Grund Nummer 2. Nachhaltigkeit. Indem man Kleidung selbst herstellt, kann man auf umweltfreundliche und nachhaltige Materialien zurückgreifen. Selbstgemachte Kleidung kann den eigenen ökologischen Fußabdruck reduzieren, da die Produktion und der Transport von Fertigkleidung eben sehr umweltbelastend ist und im Falle des Selbermachens im besten Fall reduziert wird oder vielleicht sogar wegfällt. Selbstgemachte Stücke sind zudem langlebiger und weniger anfällig für den Verschleiß. Normalerweise, wenn man sein Kleidungsstück selbst hergestellt hat, ist man in den meisten Fällen auch in der Lage, es zu reparieren, falls es mit der Zeit doch eine kleine Macke oder Gebrauchsspuren aufweist. Seine Kleidung selbst herzustellen fördert ein bewussteres Konsumverhalten und auch eine gewisse Unabhängigkeit von klassischen Modeshops und dem Einzelhandel. Grund Nummer 3. Wertschätzung der Arbeit. Selbstgemachte Kleidung fördert ein tieferes Verständnis und eine größere Wertschätzung für den Herstellungsprozess. Der bewusste Umgang mit Kleidung wird geschärft und die Neigung, diese Kleidung schnell wegzuwerfen, wird etwas reduziert. Man investiert viel Zeit und viel Mühe in dieses selbstgemachte Kleidungsstück, sodass man auch eine emotionale Verbindung dazu schafft. Ich persönlich kann mich ziemlich genau erinnern, wann, wo und unter welchen Umständen ich das eine oder andere Kleidungsstück gestrickt habe. Und ich verbinde auch oft eine bestimmte Lebensphase oder Ereignisse und auch Gefühle mit einzelnen Kleidungsstücken, die ich gemacht habe. Zum Beispiel füge ich euch hier ein Foto ein von diesem Raglan-Pullover, den ich meine letzten Winter oder vorletzten Winter schon gestrickt habe. Ich glaube vorletzten Winter. Ja. Das Garn für diesen Pullover habe ich auf einer Reise nach Portugal gekauft.
Da verbinde ich sehr, sehr schöne Erinnerungen mit. Und es war eines der ersten Projekte, die ich hier auf meinem Channel gezeigt habe. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Erinnerung. Außerdem wurden die Fotos von einer Freundin von mir geschossen, die professionelle Fotografin ist. Ich glaube, das sieht man auch, dass die Fotos eine sehr gute Qualität haben. Und das ist auch eine sehr schöne Erinnerung, die ich alle mit diesem Kleidungsstück verbinde und mit mir trage, wenn ich dieses Kleidungsstück kombiniere und in meinem Alltag anziehe. Grund Nummer 4. Kosteneffizienz. Obwohl anfänglich die Kosten für Materialien und Werkzeuge etwas hoch erscheinen können, kann das Selbstherstellen von Kleidung auf lange Sicht günstiger sein. Das heißt, im ersten Moment muss ich Geld ausgeben für Garne, für Stricknadeln oder für eine Nähmaschine und Stoffe und das kann am Anfang erstmal ein bisschen einschüchternd sein. Besonders wenn man in hochwertige Materialien investieren möchte, die oft auch langlebiger sind und eine bessere Qualität haben und beim Verarbeiten auch einfach schöner sind und mehr Spaß machen. Das ist natürlich keine pauschale Regel, aber die Tendenz würde ich schon sagen, dass sie stimmt. Trotzdem spart man auf Dauer durch das Selbermachen Geld, weil selbstgemachte Kleidung sich durch ihre Langlebigkeit auf jeden Fall als günstiger herausstellt als teure Markensachen, die oft nach 1 bis 2 Jahren ersetzt werden müssen, weil sie eben qualitativ nicht so hochwertig sind. Das trifft natürlich nicht auf alle Marken zu, aber trotzdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich einige Kleidungsstücke habe, Pullover habe, die ich schon seit über 10 Jahren oder länger trage, meine ich, oder vor über 10 Jahren selber gestrickt habe und immer noch trage und regelmäßig trage. Und man sieht es ihnen nicht an, dass sie schon so alt sind. Erstens sind sie zeitlos und auch in einem sehr, sehr guten Zustand erhalten. Mit anderen Worten habe ich die Wahl, entweder 50 € für einen Pullover aus dem Einzelhandel oder aus der Massenproduktion zum Beispiel zu kaufen oder eben denselben Betrag in Garn zu investieren und mir einen Pullover selber zu stricken. Langfristig wird sich eben herausstellen, dass der selbstgestrickte Pullover günstiger ist, weil ich ihn 10 Jahre später immer noch trage. Diese Idee nennt man auch Price per Wear, das heißt Kosten pro Trageeinheit. Da gewinnt eben auf jeden Fall der selbstgestrickte Pullover oder die selbstgemachte Kleidung und auch die Umwelt, weil ich dadurch eben Ressourcen spare. Anders erklärt, wenn ich eben 50 € für einen Pullover im Einzelhandel ausgebe und den x-mal trage innerhalb von 2 Jahren und ich ihn nach 2 Jahren nicht mehr tragen kann, weil er eben zu viele Gebrauchsspuren aufweist und den dann vergleiche mit einem Pullover, den ich selber gestrickt habe, in den ich auch 50 € investiert habe für das Garn, aber nach 10 Jahren immer noch trage, dann erklärt sich das, glaube ich, von selbst, dass mein selbst gestrickter Pullover auf die lange Sicht viel, viel günstiger ist und jede Trageeinheit sich als viel günstiger herausstellt als bei dem Pullover aus dem Einzelhandel. Ich hoffe, diese Erklärung war verständlich. Wenn man doch einen Pullover möchte, der so aussieht wie im Laden, spricht auch nichts dagegen, sich davon inspirieren zu lassen oder sich auch Ideen von großen Designern und Marken aus der Modebranche zu nehmen und sie selbst neu zu interpretieren und die eigene Version mit einer persönlichen Note zu kreieren. Warum nicht? Außerdem, wenn man Handarbeiten kann, ist man auch in der Lage, Kleidung, die man schon hat, anzupassen oder zu reparieren. Das dürfte einem eben besonders leicht fallen, wenn man selbst der Autor ist von dem zu reparierenden Kleidungsstück und das verlängert noch einmal die Lebensdauer der Garderobe. Zum Beispiel von meinen selbstgestrickten Pullovern und Kleidungsstücken habe ich meistens ein bisschen Rest übrig. Wenn ich dann zum Beispiel doch ein Löchlein haben sollte in meinem Pullover, dann habe ich immer ein bisschen Garn übrig, mit dem ich meinen Pullover reparieren kann. Und ich kann ihn auch so gut reparieren, dass man diese Stelle auch nicht erkennt und kann den noch weitere Jahre und mehr Zeit tragen. Während, wenn ich ein Kleidungsstück aus dem Einzelhandel oder der Massenproduktion reparieren lassen möchte, lohnt sich das oft überhaupt gar nicht von den Kosten her und auch finde ich oft nicht exakt das passende Material dazu, denn ich habe keine Stoffreste davon. Kommen wir schon zu Grund Nummer 5, Lernprozess und Fähigkeiten. Das Herstellen von Kleidung ist eine wertvolle Gelegenheit, neue Fähigkeiten zu erlernen und bestehende zu verbessern. Stricken, Nähen, Handarbeiten insgesamt oder andere handwerkliche Fähigkeiten sind Lebensfähigkeiten, die einem Selbstvertrauen schenken und auch ein gewisses Maß an Selbstständigkeit
ermöglichen. Das ist wie Fahrradfahren. Wenn man das einmal gelernt hat, dann verlernt man es auch nicht wieder. Und das ist eine Fähigkeit, die einem keiner nehmen kann. Und eben auch viele Vorteile im Leben schafft. Das Nähen oder Stricken fördern eben die Kreativität, die Feinmotorik und auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen und sich Problemstellungen zu setzen und die auch zu lösen. Denn wenn ich eine Anleitung lese oder eben ein Kleidungsstück selber herstellen möchte, muss ich das erstmal verstehen. Wie mache ich das? Wie kann ich das Resultat erzielen, was ich gerne haben möchte, die Idee, die ich in meinem Kopf habe, in die Realität umsetzen? Und das erfordert kreatives Denken, logisches Denken. Beim Stricken muss man ja auch rechnen, beim Nähen muss man auch rechnen können. Man muss seine Maschen zählen können, man muss auch konvertieren, die Maschen in Zentimeter, um die richtigen Maße zu haben. Das erfordert Gehirnjogging und das ist gut, um jung und gesund zu bleiben. Dadurch fördert man eben logisches Denken, Kreativität, was noch? Und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Das heißt, mit jeder neuen Technik, mit jedem neuen Projekt erweitert man sein Wissen und seine Fertigkeiten sowie auch sein flexibles Denken. Etwas Neues zu lernen bzw. der Lernprozess kann das Selbstvertrauen stärken und es ist auch eine praktische Möglichkeit, sich weiterzubilden und eine neue Leidenschaft zu entdecken. Warum nicht? Personalisierung und Passgenauigkeit. Selbstgemachte Kleidung kann perfekt auf die eigenen Maße und Vorlieben abgestimmt werden. Man kann individuelle Anpassungen vornehmen, die bei gekaufter Kleidung oft schwierig sind. Die Masseanfertigung sorgt für eine bessere Passform und dadurch auch einen höheren Komfort bei Kleidung. Für mich ist es wirklich ein sehr, sehr wichtiges oder vielleicht das wichtigste Kriterium, dass meine Kleidung bequem ist und ich sie gerne trage. Wenn meine Kleidung unbequem ist, dann werde ich sie höchstwahrscheinlich nicht anziehen und sie liegt im Kleiderschrank. Bequem bedeutet nicht unbedingt, dass Kleidung immer sehr weit sein muss und sehr locker fallen muss. Ich habe auch Kleidungsstücke, die ich äußerst bequem finde und selber gestrickt habe, zum Teil auch selber designt habe, die eng anliegend sind und meine Körperform betonen. Das ist natürlich ein besonderer Vorteil beim Stricken, denn das Strickmaterial, der Strickstoff, ist elastisch und passt sich sehr, sehr gut den Körperformen an. Das kann man zum Beispiel beim Nähen und gewebten Stoffen eben nicht so sehr behaupten, außer bei Jersey-Stoff, aber Jersey-Stoff ist eben gestrickter Stoff. Das finde ich auf jeden Fall ein großer Vorteil von zwischen Stricken und Nähen, dass eben gestrickte Kleidung nachgibt und eigentlich per se viel bequemer ist als zum Beispiel ein Hemd, das aus gewebten Fasern ist, aus gewebtem Stoff, denn dieser Stoff ist nicht elastisch, gibt nicht wirklich nach. Das heißt, wenn man vielleicht an Weihnachten ein bisschen viel gegessen hat, dann geht der Knopf vorne nicht zu. Das passiert bei selbst gestrickter Kleidung nicht oder sehr unwahrscheinlich, denn diese Kleidung ist eben viel elastischer. Der Stoff ist elastisch, wie ihr sehen könnt. Würde hier auch noch ein bisschen mehr Oberweite reinpassen, die ich leider nicht habe, aber das war ein Scherz. Auf jeden Fall ist es besonders vorteilhaft eben für Menschen zum Beispiel mit Größen oder Maßen, die nicht der Norm sozusagen entsprechen. Das heißt der Norm, die in der Massenproduktion vorgegeben ist. Wenn man eben von dieser Norm abweicht mit seinen Körpermaßen oder auch spezifische Designwünsche hat, dann kann man diese viel besser erfüllen und denen viel besser nachgehen, wenn man seine Kleidung selbst herstellt. Hier möchte ich natürlich sagen, alle Körper sind wunderschön. Es gibt eigentlich gar keine richtige Norm. Jeder Körper ist anders, jeder hat andere Proportionen. Ich habe zum Beispiel eher breitere Schultern und brauche hier an den Schultern oft eine größere Größe als an der Taille, wo ich eher schmaler bin. Oder mein Brustkorb ist ein bisschen größer im Vergleich zu meiner Oberweite. Das heißt, ich trage zum Beispiel gar keine BHs, weil ich das Bedürfnis dazu nicht habe, aber auch, weil mein Brustkorb proportional größer ist als meine Oberweite und deshalb das Band sozusagen, was immer um den Brustkorb geht, meistens zu eng ist und mir dann Rückenschmerzen bereitet und proportional eben nicht zur Körbchengröße passt. Deswegen trage ich keine BHs. Sowas passiert mir eben aber nicht. Wenn ich meine Kleidung selbst stricke und selbst herstelle, kann ich eben meinen Maßen eben anpassen. Deshalb finde ich auch toll, dass in der Strickwelt das Wort Inklusion also groß geschrieben wird. Es erfordert eben nur ein bisschen Rechnen und Messen, um ein Kleidungsstück in der Länge, in der Breite oder eben anderen Wünschen anzupassen.
Zum Beispiel sind verkürzte Reihen eine wirklich ganz, ganz tolle Technik, um an verschiedenen Stellen am Körper die Passform zu verbessern. Das kann zum Beispiel sein durch Brustabnäher oder um den Sitz des Halsausschnittes anzupassen, entweder am Rücken oder auch hier vorne oder auch beides zugleich. Mit verkürzten Reihen kann man auch also einige Elemente an einem Kleidungsstück, wie auch die Ärmel hier, die Armkugel, anpassen und so ein Ergebnis erzielen, dass es wirklich einen sehr großen Unterschied machen kann in der Passform und im Komfort von dem Kleidungsstück. Und es macht natürlich auch einen großen optischen Unterschied, ob man ein Kleidungsstück trägt, das gut zu den eigenen Proportionen passt und ein schmeichelhaft ist. Natürlich liegt das immer im Auge des Betrachters, was schmeichelhaft ist und was nicht. Da finde ich es auch wichtig, dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt von Schönheitsstandards und Schönheitsnormen, sondern eben wirklich nach seinem eigenen Gefühl, seinem eigenen Geschmack geht. Am allerwichtigsten ist es auf jeden Fall, dass man sich in seiner Kleidung wohlfühlt. Das unterstreicht die eigene Ausstrahlung und man geht gleich viel, viel selbstbewusster durchs Leben, wenn man eben Kleidung trägt, die einem gefällt, die zu einem passt und in der man sich wohlfühlt, ganz einfach gesagt. Außerdem, wenn man seine Kleidung selbst gemacht hat, kann man, finde ich, auch manchmal ein bisschen angeben und es vielleicht in einem Nebensatz erwähnen. Übrigens, der Pullover, den ich heute trage, habe ich selber gestrickt und dadurch auch eine Konversation mit Kollegen oder anderen Menschen, ich weiß nicht, im Bus, in der U-Bahn, wo auch immer, wenn man ins Gespräch kommen möchte, eine Konversation starten. Grund Nummer 7. Geschenkideen holen Freude. Selbstgemachte Kleidung kann eine besonders persönliche und geschätzte Geschenkidee sein. Ein selbstgestrickter Schal oder ein maßgeschneiderter Pullover zeigen besondere Mühe und besondere Zuneigung. Selbstgemachte Geschenke haben oft einen emotionalen Wert und werden von der beschenkten Person im Idealfall besonders geschätzt, denn wir wissen, dass man sich Gedanken machen muss, wer im Freundeskreis oder in der Familie strickworthy ist. Das heißt, ein Minimumbewusstsein hat, wie aufwendig es ist, Kleidung selbst herzustellen. Denn sonst kann es sehr, sehr schnell passieren, dass der tolle Pullover aus Shetlandwolle bei 30 oder bei 60 Grad in der Waschmaschine landet und sehr, sehr viele Stunden Arbeit sowie auch sehr hochwertiges Material ganz, ganz schnell ruiniert sein können. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen kann ich euch ans Herz legen, euch ganz genau zu überlegen, für wen ihr selbstgemachte Kleidung, wen ihr mit selbstgemachten Sachen beschenkt. So, das war ein guter Satz. Und das Geschenk kann man natürlich anpassen. Zum Beispiel ist Baumwollgarn ein bisschen robuster oder Superwash-Garn kann man vielleicht auch in Betracht ziehen, um Geschenke zu machen und das Risiko zu verringern, dass das Kleidungsstück eben nicht gerecht behandelt wird, sozusagen. Schließlich macht es einfach Spaß, seine Kleidung selbst herzustellen und es ist auch eine entspannende Tätigkeit. Ich finde beides. Ich finde, es ist einerseits entspannt und andererseits auch durch diesen ganzen kreativen Prozess auch etwas aufregend. Selbst wenn man diese Aufregung nach außen vielleicht nicht so sehr merkt. Aber ich finde, ja, vielleicht doch, wenn man dann darüber erzählt und darüber redet in den Podcasts und Strickvideos über seine Projekte, dann merkt man doch die Aufregung und die Freude einerseits und es ist gleichzeitig auch immer eine entspannende Tätigkeit, bei der man gut abschalten kann und eben einen Ausgleich schafft zu dem stressigen Alltag. Ja, Stricken, Handarbeiten und alles, was man mit seinen Händen, finde ich, backen oder kochen machen kann, entschleunigt auf jeden Fall und hilft einem dabei, herunterzukommen. Stricken ist also eine wunderbare Möglichkeit, Liebe, Kreativität auszudrücken und ich finde, das ist auch ein ganz toller Schlusssatz für dieses Video. Ich freue mich, wenn du bis hierhin zugeschaut hast. Teile gerne deine Ideen, Kommentare und Erfahrungen unten in der Kommentarbox. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann hinterlass mir doch gerne ein Hashtag selber machen in den Kommentaren. Das finde ich ein gutes Wort. Hashtag selber machen in den Kommentaren, wenn du bis hierhin geschaut hast. Und wenn euch mein Content und meine Videos gefallen, dann freue ich mich sehr über eine kleine Spende, die ihr über den PayPal-Link machen könnt, den ihr unten in der Infobox findet. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und ist eine tolle Unterstützung für mich.
Außerdem möchte ich euch gerne einladen, auf meinem Ravelry-Shop vorbeizuschauen oder auf meiner Webseite, wo ihr noch einige Designs und Informationen über mich von mir finden könnt. Und ja, damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!